Hallo Freunde. Es war ruhig in den Straßen von Grand Falls Windsor, die Stille, die die kleinen Städte umhüllt, eine weiche Decke. Unter den Bekannten in der Stadt befanden sich Personen, die keinem gehörten, dem Menschen eine schlampige dreibeinige Katze mit einem Schwanz abschnitt. Sein Name war Bobby, und obwohl er war nicht zu Hause, er war allen bekannt. Boyd, ein freundlicher, aber einsamer Mann, war der Erste, der ihn wirklich gesehen hat. An einem Winterabend 2012 fand er Bobby in der Nähe seiner Veranda hinten und zitternd vor Schnee. Ohne zu überlegen, brachte Boyd ihn hinein, wickelte ihn in eine Decke ein und setzte sich in seinen Lieblingssessel. Seit dieser Nacht ist der Stuhl geworden Bobbys Thron, und Boyds Haus wurde sein Zuhause. Viele Jahre waren sie unzertrennlich. Boyd hat gesprochen, Bobby war wie ein alter Freund, und Bobby hörte auf seine Weise still zu. Aber die Zeit bewegt sich vorwärts, und die Herzen sind nicht ewig. Als Boyd krank wurde, verschwand Bobby, nur wenige Tage vorher den Tod seines Meisters. Nachbarn flüsterten, dass die Katze wusste, dass es ihm unerträglich war, zuzusehen. Es sind 8 Jahre vergangen. Das Haus wurde von Hand zu Hand übergegangen, und Boyds Gedächtnis verblasste außer einem Platz. Jeden Morgen, wie am Schnürchen, erschien eine zerlumpte Silhouette auf der Veranda. Bobby, der älter und abgemagert wurde, kam immer noch zurück und wartete. Neue Familien haben ihn vertrieben, ohne von der Liebe zu wissen, die einst dort gelebt hat. Eines Morgens ein Nachbar, der sich erinnerte, er hielt an und starrte an. Es war Stern, er kniete sich nieder, und Bobby ließ ihn, obwohl vorsichtig, näher herankommen. Das Fell der Katze war verwirrt, die Rippen waren sichtbar, aber die Augen waren die gleichen, sanft, geduldig. Der Nachbar handelte schnell. Er erklärte alles den neuen Hausbesitzern, Boyds Geschichte, die Geschichte von Bobbys Hingabe. Wir sind umgezogen, haben zugestimmt zu helfen. Als Bobby das nächste Mal auftauchte, war ich habe schon auf eine Schüssel mit Essen gewartet. Und als er hineinkam, schloss die freundliche Hand schließlich die Tür hinter ihm. Im Tierheim wurde er von einem Tierarzt untersucht. Er ist unterernährt, seine Gelenke sind im Alter verraucht, aber sein Geist war nicht gebrochen. Eine der Arbeiterinnen, eine Frau mit leiser Stimme, las sein Dossier. 8 Jahre verloren. Ist zurückgekommen. Am selben Abend brachte sie ihn nach Hause. Das neue Bett stand am Kamin, war warm und weich. Als er sich zusammenrollte und zum ersten Mal seit vielen Jahren schnurrte sie, eine Frau flüsterte, Stern, jetzt bist du in Sicherheit. Stern, draußen fiel der Schnee über Grand Falls Windsor sanft, genau wie in der Nacht, als Boyd ihn fand.